Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Ich habe heute einen super leckeren Limetten-Joghurt-Gugelhupf mit Erdbeerbuttercreme für euch. Wir starten jetzt los. Ich will gar nicht lange erzählen. Ich zeige euch zuerst die Zutaten für den Gugelhupf, für den Limetten-Joghurt-Gugelhupf und anschließend auch die Zubereitung. Wir benötigen 240 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 400 Gramm Mehl, ein Päckchen Backpulver, eine Prise Salz, 300 Gramm Naturjoghurt, 200 Gramm weiche und zimmerwarme Butter, 5 Eier. Dann brauchen wir den Schalenabrieb einer Bio-Limette und den Saft von 2 Limetten und wir benötigen natürlich eine Gugelhupfform. Meine hatte einen Durchmesser von 22 cm. Zuerst fette ich diese richtig gut ein. Ich nehme hier ein Backtrennspray. Ihr könnt natürlich auch Butter oder Öl verwenden und anschließend wird sie komplett mit Mehl ausgestäubt. Den Rest des Mehls klopfe ich raus und dann beginnen wir den Teig zu rühren. Dazu gebe ich die weiche Butter mit dem Zucker und dem Vanillezucker in eine Rührschüssel und rühre alles etwa 5 Minuten cremig. Ich mache das hier mit meiner Küchenmaschine, aber selbstverständlich könnt ihr dies auch mit dem Handmixer rühren. Nach etwa 5 Minuten, wenn die Butter-Zucker-Mischung deutlich heller geworden ist, kommen die Eier nacheinander dazu. Das heißt, ich gebe ein Ei hinein, rühre das etwa 30 Sekunden unter, bevor ich dann das nächste dazu gebe. Anschließend folgt der Joghurt, die Prise Salz, der Limettensaft sowie der Abrieb, sowie das Mehl und das Backpulver und beides siebe ich hier in den Teig hinein und rühre es dann ganz vorsichtig und nur noch so kurz wie nötig unter, nur so lange, bis sich alles mit dem Teig verbunden hat. Diesen gebe ich nun in die Backform und backe den Gugelhupf bei 170 Grad Ober-Unterhitze im vorgeheizten Backofen etwa 55 bis 65 Minuten. Macht auf jeden Fall eine Stäbchenprobe. Und wenn bei der Stäbchenprobe nichts mehr am Holzstäbchen hängen bleibt, dann ist der Gugelhupf fertig gebacken. Ein paar Minuten sollte er dann in der Form auskühlen und anschließend kann er daraus gestürzt werden und gänzlich auf einem Abkühlgitter auskühlen. Sobald der Gugelhupf vollständig ausgekühlt ist, kann er gefüllt werden. Ich habe mich für eine sehr leckere, fruchtige Erdbeerbuttercreme entschieden und dazu zeige ich euch die Zutaten und auch die Zubereitung. An Zutaten benötigen wir 200 Gramm frische Erdbeeren, 300 Gramm weiche und zimmerwarme Butter, 40 Gramm Zucker, 3 Eiweiße der Größe M und eine Prise Salz. Ich starte mit dem Pürieren der Erdbeeren. Dazu gebe ich sie in einen Mixer und püriere sie ganz fein. Wer die Kernchen nicht mag, kann das Fruchtpüree anschließend noch durch ein Sieb streichen. Das ist aber absolut optional und muss nicht zwingend geschehen. Anschließend gebe ich die Eiweiße mit dem Salz in eine Rührschüssel, schlage diese etwa 30 Sekunden an, bevor ich den Zucker dazu gebe und einrieseln lasse. Das Eiweiß muss nun gänzlich steif schlagen und in der Zwischenzeit gebe ich das Erdbeerpüree auf den Herd und lasse es einmal aufkochen, denn dieses muss kochend heiß zu den aufgeschlagenen Eiweißen dazugegeben werden. Sobald das Erdbeerpüree einmal kräftig aufgekocht ist, gebe ich es direkt
unter ständigem Rühren langsam zu den Eiweißen dazu. Die Fruchtmasse muss nun kalt rühren. Ich mache dies hier bei mittlerer Geschwindigkeit und zwischendrin fühle ich immer mal wieder an der Schüssel und teste, ob es schon abgekühlt ist. Das kann schon 20 bis 30 Minuten dauern. Ist dies geschehen, gebe ich die weiche und zimmerwarme Butter langsam dazu und lasse die Küchenmaschine so lange rühren, bis ich eine schöne buttrige Creme erhalte. Zu Anfang kann es sein, dass das Ganze etwas krisselig wird und es so aussieht, als würde sich die Zutaten voneinander trennen, aber keine Panik, lasst alles einfach weiter rühren. Nach einem kurzen Moment gibt sich das Ganze, es verbindet sich alles miteinander und ihr erhaltet eine richtig schöne, fruchtige Buttercreme. Der Gugelhupf ist bei mir vollständig ausgekühlt und ich teile ihn zweimal waagerecht durch. Zum Füllen habe ich noch ein paar Erdbeeren in feine Scheiben geschnitten und außerdem habe ich noch 2 Esslöffel Marmelade mit etwas Limettensaft glatt gerührt, damit ich damit den Gugelhupf bestreichen kann. Die Erdbeerbuttercreme habe ich in einen Spritzbeutel gegeben mit einer französischen Sterntülle. Hier könnt ihr aber ganz variabel sein und die Spritztülle verwenden, die ihr gerne möchtet. Zuerst gebe ich die Konfitüre auf den Gugelhupf, anschließend folgen die Erdbeerscheiben einmal rundherum und die Buttercreme. Die Buttercreme könnt ihr natürlich so aufspritzen, wie euch das gefällt, wie ihr das gerne möchtet. Ich habe mich hier für Tupfen entschieden. Hier gebe ich nun die zweite Kuchenhälfte drauf und wiederhole das Ganze noch einmal. Die Oberfläche dekoriere ich auch noch mit etwas Erdbeerbuttercreme und um die Limette auch noch einmal aufzugreifen, garniere ich die Torte damit noch aus. Das Rezept zum Nachlesen findet ihr auf meinem Blog www.nicoleszuckerwerk.de. Den Link dorthin gibt es jetzt hier oben in der Infocard und ihr findet ihn natürlich auch unter dem Video in der Infobox. Ich freue mich, dass ihr heute bei mir eingeschaltet habt und wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen möchtet, dann klickt einfach hier rechts oder links vorbei und in der Mitte könnt ihr mich gerne abonnieren und dann verpasst ihr kein Video mehr. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns ja gleich in einem neuen Video. Macht's gut, tschüss!